Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Guinan-Video. Mein Name ist Matthias Glüh, ich bin Geschäftsführer und Inhaber des Frankfurter Uhrenherstellers Guinan. Für alle die uns nicht kennen, Guinan ist ein Familienunternehmen, gegründet 1865 in der Schweiz, seit Mitte der 90er Jahre in Frankfurt-Rödelheim ansässig. Hier werden alle unsere Uhren produziert. Wir sind spezialisiert auf mechanische Uhren höchster Qualität. Heute möchte ich Sie gerne auf eine Reise mitnehmen durch die Vergangenheit, eine kurze Reise durch die letzten 8 Jahre. Bevor ich damit starte, möchte ich aber noch mal ein bisschen erklären, warum machen wir diese Videos? Nicht jeder unserer Guinan-Kunden kann bei uns in Frankfurt vorbeischauen und im persönlichen Gespräch alle die Informationen, die aus unserer Sicht wichtig sind, zur Historie, zu den Uhren, zu den Modellen, zur Technik, wie wir produzieren, live im Gespräch sozusagen beantwortet bekommen. Und für genau die Menschen haben wir diese Serie von Videos gestartet. Deshalb sind das keine Image-Videos, sondern ganz authentisch gemachte Videos, die immer live gesprochen werden, nicht geschnitten werden und auch nicht geskriptet werden. Lediglich für die Einstellungen zwischen Detail und mir als Sprecher gibt es natürlich Schnitte. So, Reise durch die Vergangenheit. Ist eine kurze Reise, die beginnt vor 8 Jahren, als ich das Unternehmen aus den Händen der Familie von dem Herrn Sinn übernommen habe. Das war der Jahreswechsel 2014-2015 und 2015 hat sich das Gründungsjahr der Firma Guinan zum 150. Mal gejährt. Da war es natürlich nicht möglich, ein Jubiläumsmodell, was wir gerne gemacht hätten, herauszubringen, denn wir hatten nur wenige Monate Zeit und eine gute Uhr zu designen, zu entwickeln, zu produzieren. Das ist ein Zeitraum, der viele Monate, teilweise auch ein Jahr oder 2 in Anspruch nimmt. Aber die Idee, die uns Kunden herangetragen haben, im Jahr 2016 wurde der Herr Sinn 100 Jahre alt, dort eine limitierte Jubiläumsuhr vorzustellen, die habe ich gern aufgegriffen. Und so haben wir im Jahr 2016 zum 100. Geburtstag von Herrn Sinn eine Uhr aufgelegt, die es vorher nicht gab, die letzten 30 Jahre. Denn wie die Guinan-Kunden wissen, wir produzieren grundsätzlich nur Uhren, wo es keine aktuellen Vorbilder gibt, sondern wir machen unsere eigenen Designs und wenn wir ein altes Modell auflegen, dann ist es wirklich ein altes Modell. Starten wir im Jahr 2016 mit der HS 100. Ich habe sie mitgebracht. Das ist die HS 100. Ein Chrono, sehr klassisch, schwarzes Blatt, weiße Totis und eine Besonderheit sind die rot-schwarzen Unterteilungen auf dem Stopp-Minutenzähler. September 2016 haben wir die vorgestellt, limitiert. Unser erstes Modell, was ich heute vorstellen möchte. Nach dem großen Erfolg von der HS 100 haben die Kunden gesagt, nächstes Jahr kommt wieder ein Uhrenmodell raus und wir freuen uns schon drauf und das wird mit Sicherheit in großer Auflage aufgelegt. Und wer Guinan und mich kennt, weiß, dass wir aus Überzeugung Limitierung nie überziehen, sondern immer das ein bisschen anders machen, wie vielleicht erwartet wird. Und so haben wir im Folgejahr mit der HS 101 was ganz anderes gemacht. Auch die habe ich dabei. Und die HS 101 ist eine Taschenuhr. Eine Taschenuhr, dessen Design, Gehäuse all denen bekannt ist, die Helmut Sinn und Guinan bzw. Chronosport kennen. Weißes Blatt, das bekannte, man muss schon sagen, legendäre HS 81, Handaufzugswerk mit Sekundennachricht. Kleine Stückzahl, also genauer gesagt 11 Stück. Das hat den einen oder anderen natürlich verwundert, weil man hatte jetzt erwartet, in der Stückzahl von 101 käme eine Armbanduhr. Nein, es war eine Taschenuhr. So, und dann bin ich auch schon gleich im nächsten Jahr, denn der Wunsch unserer Kunden
Modelle, die es schon lange nicht mehr bei uns gibt, wieder sehen zu wollen, und zwar in aktualisierter, also zeitgemäßer Form mit der aktuellen Technik, der ist natürlich ungebrochen. Und so haben wir uns vorbereitet und haben im Folgejahr mit der HS 102 einen Chrono gebracht, der sehr typisch für den Helmut Sinn und für Guinan ist. Und auch den habe ich mitgebracht. Und ich habe nicht nur den mitgebracht, sondern ich habe auch das Vorbild mitgebracht. Ein Tricompax mit ganz klassischem schwarzen Blatt, aber den sehr prägnanten Krawattenzeigern. Und der hat jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen die Besonderheit, dass er auf dem Zifferblatt nicht nur das Guinan-Logo zeigt, sondern auch den Flieger, den der Helmut Sinn in der Anfangszeit, in den 90er Jahren, in seinem Logo hatte, als er hier in Frankfurt mit Guinan sozusagen Uhren erstmals vorgestellt hat. Das war die HS 102. Auch wieder limitiert auf 102 Stück. So. Und es ist fast schon Tradition, nach so einem Modell muss wieder was Besonderes in kleiner Stückzahl kommen. Das haben wir im Folgejahr mit der HS 103 vorgestellt. Und wenn man jetzt sich die Uhr anschaut, dann sieht man relativ schnell, es gibt gewisse Parallelen zur HS 101. Weißes Blatt und auch wieder das Handaufzugswerk HS 81 mit dem Sekundenarrest. Kleine Stückzahl, 13 Stück. Auch was für absolute Liebhaber. Ja, und viele unserer Kunden haben uns natürlich Ideen oder mir Ideen mitgegeben, was sie gerne sehen würden als Uhr, als limitierte Uhr, die Bezug nimmt auf ein Modell, was es früher schon gab. Und ich hatte da im Hinterkopf, anlässlich des 100. Geburtstags von dem Herrn Sinn, trug er eine, ich würde sagen mal, eine sehr typische Guinan-Uhr, ein Chrono, aber ein extrem seltenes Modell, von dem wir bisher nur wissen, dass es 2 Exemplare gibt. Seine Lieblingsuhr. Die zu realisieren, war für uns ein bisschen eine Herausforderung, weil dieses Uhrwerk, was notwendig ist, bei uns kein Standard ist. Und wir wollten natürlich auch eine authentische Uhr machen. Was wir aber wussten, wir haben in unserem Furniturenlager die Original-Lünetten aus der damaligen Zeit als Teile für eine sehr kleine Serie. Und als sich die Chance ergab, an die Werke zu gelangen, habe ich gesagt, jetzt ist es Zeit, die Lieblingsuhr von dem Helmut Sinn zu bauen. Diese Uhr hat auch wieder ein Vorbild und das ist eine der wenigen Exemplare, die man kennt, die ich jetzt hier auf dem Tisch habe. Und das ist das Modell, was wir rausgebracht haben. Sozusagen die HS 104. Hier die Besonderheit, es ist ein Chrono mit GMT-Funktion, mit dem roten Zeiger ist jetzt hier genau auf der 12, die in der Auflage von nur 30 Stück produziert wurde. Man sieht hier hinten entsprechend wie alle unsere Modelle, die limitiert sind, auch mit der Limitierungsnummer versehen. Das war die HS 104. Ja, und dann kommen wir in das Folgejahr und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir was mindestens genauso Besonderes machen. Eine Uhr, die es so noch nicht gab, wo wir alles reinpacken, was technologisch State of the Art ist. Also ein besonderes Gehäuse, eine besondere Dichttechnologie, ein sehr aufwendiges Zifferblatt und das in einer Größe, die es in den 70er Jahren noch nicht gab, sondern die zeitgemäß ist, also etwas größer wie unsere HS 100. Daran haben wir gearbeitet und haben deshalb im Jahr 5 sozusagen
die HS 105 ausfallen lassen, um genügend Zeit zu haben, uns auf die HS 106 vorzubereiten. Und auch die habe ich mitgebracht. Da ist sie, die HS 106. Ich glaube, man kann sehr leicht erkennen, dass die sehr verwandt ist mit der HS 100, ohne identisch zu sein. Aber auch die HS 106 hat natürlich die sehr signifikanten rot-schwarzen Einteilungen auf dem Minutentotalisator. Ist ein Trikompax, damit es alltagstauglich ist, auch mit Datum. Im Edelstahlgehäuse mit knapp 43 mm Durchmesser. Das Gehäuse oberflächenvergütet auf 1200 Vickers. Und mit unserer neuen FKM-Dichttechnologie ausgerüstet. Das war die HS 106, die wir im Jahr 2022 vorgestellt haben. Und vielleicht so eine kleine Randinfo. Wer unseren Wandkalender kennt, den wir seit ein paar Jahren machen, den es immer in einer sehr kleinen Auflage gibt, der weiß, dass wir da immer Tipps geben für ein Modell, was es im nächsten Jahr geben wird. So war das auch in diesen Jahren. Und wenn ich jetzt mal auf das Jahr 2023 zurückkomme, da hatten wir im September dieses Motivbild und der eine hat gerätselt, was könnte das wohl sein? Im Vordergrund unsere Serie 60 als Standard lieferbares Modell und im Hintergrund ein kleines Bild einer Uhr, die wir mal vor vielen Jahren gefertigt haben, auch in sehr kleiner Stückzahl und die mich persönlich angesprochen hat, weil sie was Besonderes ist. Und so haben wir 2023 im September dieses Modell rausgebracht. Das Besondere hier ist, glaube ich, deutlich zu erkennen, grau umrandete Totalisatoren. Schwarzes Blatt, wie man das schon mal vor vielen Jahren hatte, auch in einer sehr kleinen Stückzahl. Ja, und was 2023 im Kalender drin war, ist natürlich auch in unserem 2024er Kalender drin. Ich möchte jetzt noch keine weiteren Tipps geben, aber ich kann Ihnen sicher versprechen, hier ist eine unserer Neuheiten jetzt schon versteckt, sodass wir die Historie, die wir mit der HS 100 im Jahr 2016 angefangen haben, auch weiterführen werden. Auch im Jahr 2024 wird es ein ganz besonderes Modell geben in kleiner Stückzahl für die Kenner von mechanischen Armbanduhren, Chronographen. Mit Bezug auf historische Modelle von uns wird es auch in diesem Jahr was geben. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich Ihnen das vorstellen kann. Dann wird es zu gegebener Zeit natürlich auch wieder ein kleines Video geben. Und bis dahin verbleibe ich und wünsche gute Zeit. Danke.